Ja, schön, dass ihr da seid. Claudia und Sonja. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach wieder mit und begleitet uns bei unseren Touren. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, wir sind auf einer Zweitagestour und zwar fast ganz im Westen der Insel Kretas bei dem kleinen Dorf Rocca. Und wir werden am ersten Tag die Rocca-Schlucht laufen, werden dann später gegen Nachmittag an die Küste fahren, das ist gar nicht weit weg, werden dort unser Zeltlager aufschlagen, dort übernachten und am nächsten Morgen fahren wir dann die kurze Strecke wieder zurück zu dem Dorf Rocca und werden uns dann dort direkt in dem Dorf umschauen und natürlich auch die archäologische Ausgrabungsstätte besuchen. Da sind wir auf dem Weg in die Rocca-Schlucht. Wir wissen nicht genau, wo der Zugang ist. Wir laufen jetzt von Beliana, haben wir gesagt. Wollen wir in die Schlucht rein und wie gesagt, wir haben aber keine Ahnung, wo der Zugang ist. Deswegen, wir haben uns da jetzt was rausgesucht und hoffen, dass das so hinkommt und dass wir da reinkommen, wo wir hinwollen und überhaupt. Kommen auf ein grünes Stück. Schöne Bäumchen hier. Noch haben wir einen schönen Feldweg und so die Richtung, die Schlucht haben wir schon geortet. Also die Richtung scheint so verkehrt nicht zu sein. Bergab geht es auch. Also bisher die Bedingungen sehen ganz gut aus. Wir sind tatsächlich jetzt hier oben runtergeklettert. Wir sind im Bachbett und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Wir werden jetzt mal hier im Bachbett weiterlaufen und hoffen, dass wir hier überall durchkommen. Bisher sieht es so ganz gut aus. Da ist Claudia, die macht sich gerade die Stöcke fertig. Ist jetzt aber recht früh, sind noch ein bisschen feucht und dadurch kann es natürlich auch teilweise ein bisschen rutschig sein. Ja, wir sind jetzt hier an den Anfängen der Rocca-Schlucht und wie es aussieht, haben wir schon die erste Engstelle. Vielleicht bleibt das ja auch die ganze Zeit so eng. Ja, das wäre ja auch cool, hä? Ja, das wäre super. Und wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Ja, wir sind jetzt hier beim oberen Teil. Vom Wasser her sieht das alles so ein bisschen angehäuft mit den Blättern, aber sieht schon recht gut aus. Aber, haben auch gerade mit Sonja gesagt, so ein Flussbett, so ein gerades, ebenes Flussbett haben wir doch lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber überall sind hier diese kleinen Häufchen mit den Blättern. Also das sind immer Steine dahinter. Da muss man echt aufpassen. Aber es sieht total lustig aus. Ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt hier rüberkommt. Jetzt sieht es ein bisschen aus, als ob es ein bisschen rauer wird. Ja, mal sehen. Wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen durcharbeiten. Die Felswände werden teilweise ein bisschen höher. Hier sieht es aus, als ob es wieder niedriger wird. Aber nö. Ja, ganz interessant bisher. Mal sehen, ob es so weitergeht. Ich habe das Gefühl, wir kommen auch jetzt tiefer in die Schlucht rein. Würde also auch Sinn machen, wenn das Terrain etwas rauer wird. Ja, werden wir mal sehen. Ja, obwohl Sonja hier diesen Schlitz entdeckt hat, möchte sie heute da nicht rein. Willst du nicht rein, ne? Und somit laufen wir dann einfach hier weiter. Aber es bleibt immer noch gechillt. Ja. Ja. Claudia hat ein Loch entdeckt. Claudia hat ein Loch für mich entdeckt. Ich glaube, es ist aber wirklich nur ein kleines Loch. Aber sieht schon ganz interessant aus. Ich guck mal. Sieht nur aus, als ob das da ein bisschen morastig ist. Ja, das ist tatsächlich nur so ein Felsvorsprung. Trotzdem nett. Ich sag gerade, hier pfeift gerade ein ordentlicher Wind. Aber der Weg ist doch relativ gut.
Sieht hier schon recht spannend aus jetzt. Da. Wir sind jetzt so richtig hier in so einer Enge und das Flussbett, aber eben ziemlich eben hier gerade. Mittendrin da vorne steht irgendwo ein Baum. Also es sieht schon ganz spannend hier aus. Und jetzt tatsächlich bin ich jetzt mal so, ich habe das schon 10-mal behauptet heute, ich weiß, aber das hier müsste der Trulis sein. Und noch ein kleines Stückchen weiter müsste dann nämlich auch der Pfad sein, der runterkommt von oben von dem Dorf Rocca, weil hier vorne sieht man nämlich so ein bisschen diese auf der oberen Linie, diese steil abfallenden Felsen und da müsste oben die Ausgrabungsstätte von Rocca sein. Ja, dann wollen wir jetzt mal den Rückweg antreten. Wir sind zu diesem Punkt gekommen, wo wir hin wollten, wo oberhalb Rocca ist. Und jetzt laufen wir dann diese 2 Stunden haben wir bis hier gebraucht, dann wieder zurück. Die eine todesmutig denkt sich, ich versuche es jetzt mal ab durch die Mitte. Wir können ja mal stehen bleiben. Vielleicht kommen sie ja tatsächlich, trauen sie sich? Nee, die trauen sie nicht vorbei. Bleib mal stehen. Doch, guck mal, ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn sie ganz mutig sind, guck mal, dann laufen sie vorbei. Genau. Oh, und die Kleine hinterher, das kleine Schwarze. Wie ihr seht, sind wir jetzt aus der Schlucht auch wieder raus und sind jetzt auf dem Weg zu unserem Übernachtungsspot an einem Strand, wo wir dann unser Lager für die Nacht aufschlagen werden. So, wir haben unser Lager aufgebaut und Sonja hat eine Überlebenstasche eingepackt und mitgebracht. Und sie hat mir nicht verraten, was sie dabei hat. Und das Wichtigste jetzt sind natürlich Becher. Und wir wissen ja nicht, wie kalt das heute Abend wird. Und ich bin ja etwas empfindlich mit kalt und dementsprechend gibt es heute Glühwein. So, einen wunderschönen guten Morgen. Das Lager ist jetzt fast abgebaut und dann werden wir jetzt uns gleich auch in Kürze vom Acker machen. Mittlerweile sind wir natürlich schon wieder unterwegs zu dem kleinen Dorf Rocca und wir werden uns heute mal genauer das Dorf anschauen und natürlich auch die Ausgrabungsstätte, die sich dort befindet. Wir sind jetzt in Rocca. Wir machen heute alles mit Rocca. Rocca Ausgrabungsstelle, Rocca Schlucht. Alles Rocca. Alles Rocca, genau. Rocca. Und jetzt sind wir auf dem Weg erstmal hoch, wenn wir den Weg finden zur Rocca Ausgrabungsstätte. Wir sind hier gerade ein bisschen auf dem Weg durch das Dorf. Und dann kommen wir jetzt hier langsam zur Kirche. Ja. In dem kleinen Dorf Rocca. Ja, so ein paar Gebäude sind doch wieder ganz nett hergerichtet. Andere wiederum eher verlassen. Ja, auch viele alte Gebäude. Wow. Das sieht ja schön Das sieht aus. richtig cool aus. Die Rocca Schlucht.
Guck mal, da hinten haben wir eher die Ebene. Hier ist ein Teil von dem Dorf Rocca zu sehen. Hier ist alles dieser Hang, ist alles diese Ausgrabungsstätte. Und da haben wir die Rocca-Schlucht. Hier ist wohl der untere Teil von der archäologischen Stätte Rocca. Zumindest sieht das so aus. Ja, wir sind ein bisschen planlos. Wir werden jetzt hier wohl mal irgendwie weitergehen, ne? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Der Puckel sieht nett aus. Außerdem, Ich hoffe nicht, dass wir da hoch müssen. Nein. Nein. Außerdem kreisen da die Geier. Die Also Geier beweg kreisen. dich. Beweg dich. Ja, die fliegen echt nah. Wie Sonja schon sagte, die haben da hinten irgendwo hinter dem Puckel, haben die doch bestimmt ein Nest oder sowas. Wir scheinbar gerade wieder durch irgendein Haus. Komm mal hier. Da war der Durchgang zum Hinterzimmer. Mit Blick. Das ist der Balkon. Oh, das geht aber ganz schön runter. Ui. Ist schon tief. Hier sind noch richtig, so richtig sieht aus wie so alte Stufen, wie Claudia schon sagt. Es sind auch überall so, guck, da auch wieder so, teilweise sieht das aus wie fast noch in den Stein gehauen, ne? Das Fundament zumindest, ja. So, Sonja, was ist da? Ja, das weiß ich noch nicht, aber da geht's rein. Da geht's rein, ja. Und wenn man schon irgendwo reingehen kann, dann ist das für dich ja schon mal gut, ne? Ich glaube, es geht nicht weit rein. Das ist vielleicht auch nur für die Tiere, aber es sieht ganz spannend aus. Sieht interessant aus. Ja, siehst du, ist ein Stall. Ein Stall. Okay. Ja, es gibt vieles zu sehen hier. Jede Ecke, wenn man weiterläuft, sieht man was anderes. Wenn man hier weitergeht. Ja, das ist irgendein altes Gebäude hier, wo ich gerade durchlaufe. Meinst du, das waren mal die Ausbuchtungen für irgendwelche Holzbalken? Ich glaube, da waren die Holzdecken drin. Die Holzbalken, guck mal. Ja, richtig. Das sieht sehr danach aus. Hier ist der Zugang, wie es aussieht, zur Schlucht von dem Dorf Rocca aus. Und wir gehen jetzt mal ein Stückchen. Ganz nett, ab und an mal ein Bänkchen. Man muss sagen, es ist jetzt um diese Jahreszeit, es ist, weil es grün ist, ein bisschen feucht. Man muss also wirklich ein bisschen aufpassen, weil es teilweise die Steine ein bisschen rutschig sein können. Deswegen eiern wir hier so ein bisschen längs. Aber wir haben gesagt, wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Da kommt das nächste Bänkchen in Sicht. Und auch ein Geländer. Tatsächlich sogar kleine Schildchen oder Wegweiser. Auch wenn man sie nicht mehr lesen kann, obwohl ich gar nicht weiß, ich glaube, da steht auch gar nichts drauf. Das ist einfach nur der Wegweiser. Da haben wir das Bänkchen und hier haben wir sogar ein Stückchen Geländer. Und dann schlängelt sich der Pfad dann, ein wilder Pfad, hier langsam runter. Wir machen noch einen kleinen Abstecher zur Kirche Peter and Paul, auch hier bei dem Dorf Rocca gelegen. Und danach werden wir die Heimfahrt antreten. Ja, wir sagen Tschüss mit noch ein paar schönen Bildern. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über ein Like und ein Abo. Tschüss und bis zum nächsten Mal.